Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, frohe Ostern wünsche ich euch allen an dieser Stelle. Wunderschöner Ostersonntag heute. Kam echt schon lange nicht mehr vor, die letzten Jahre, dass so tolles Wetter war. Ja, und ich dachte, ich nutze heute mal die Gelegenheit und zeige euch mal meinen Heimatwindpark, den Windpark Mettweiler, hier in Rheinland-Pfalz im Kreis Birkenfeld. Ich kenne den Windpark schon von klein auf. Sehe die Anlagen von meinem Kinderzimmer aus und habe hier den Aufbau der Anlagen auch immer mitverfolgt. Ja, und das ist auch so der Windpark, der so zu meiner Faszination für Windkraft geführt hat. Als die ersten Anlagen hier errichtet wurden, da fing es an mit meiner Begeisterung und hat angehalten bis heute. Ja, vor allem als diese Enercon E66 hier aufgebaut wurde, da ging es erst so richtig los. E66 1566, 1,5 MB, 67 Meter Nabenhöhe. Die wurde im Oktober 2000 errichtet. Weiß ich noch ganz genau. Ja, 3 Jahre später, 2003, kam dann noch die E40 hier, 644 und die E58 da hinten dazu. Wurden 2003 errichtet. Ja, und dann die kleinste und älteste Anlage, eine Enercon E40, 540. Ursprünglich waren es mal 2, eine wurde leider schon abgebaut. Aber die stehen schon seit 1996. So die ersten Anlagen hier. Richtig cool, dass die noch steht. Ja, ich werde jetzt mal den Windpark ein bisschen erkunden, zeige euch die ganzen Anlagen mal und dann sehen wir uns gleich. So, jetzt stehe ich hier bei meiner Lieblingsanlage, der Enercon E66 1566, 1500 kW, 67 Meter Nabenhöhe. Weiß ich noch ganz genau, wie ich sie damals zum ersten Mal gesehen habe, als sie dann fertig errichtet war. Oktober 2000 war es. Das war schon echt ein Riesending im Vergleich zu den kleinen E40. Schon echt nochmal eine ganze Schippe drauf. Sieht ja noch ein bisschen anders aus als jetzt die 1866 oder die 2066 von den Rotorblättern her. Bisschen anderes Design. Ja, man sieht schon so ein bisschen, die Rotorblätter haben schon so ein paar Ausbesserungen, aber dafür ist ja schon 23 Jahre alt. Schon krass. Sieht man auch nicht so häufig, diese 2 kleinen roten Streifen. Sind ja meistens 2 6 Meter breite Streifen, aber den 2 kleinen roten sieht man gar nicht so häufig. Ja, schönes Ding. Mit der fing quasi so meine Begeisterung für Enercon und Windkraft allgemein an. Ja, am Turm sieht man es auch schon so ein bisschen, da an den Übergängen von den einzelnen Stahlsegmenten. Da ist auch schon so ein bisschen ausgebessert. Aber die läuft noch wie geschmiert. Ich glaube, es gab immer mal wieder Reparaturen. Einmal stand sie, glaube ich, auch längere Zeit. Vielleicht hat man da irgendwie den Generator ausgetauscht. Aber ja, nach 23 Jahren läuft sie immer noch zuverlässig. Und ich hoffe, dass sie auch noch ein bisschen hier stehen bleibt. Von Repowering ist mir jetzt nichts bekannt. Ja, und hinten dran sieht man dann die kleine Schwester quasi. Die E58 mit 1000 kW. Wurde dann 3 Jahre später errichtet. Hier dann nochmal die E40. Ja, war ich damals auch echt erstaunt, als ich dann den hohen Turm gesehen habe und dachte, boah krass, so ein hoher Turm.
Und dann haben sie halt doch den kleinen Rotor drauf gesetzt. Ich hatte damals halt gehofft, es wird eine etwas größere E66 noch, vielleicht mit 85 Metern, aber ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob man hier eine Höhenbeschränkung hat, weil hier ist eben ein sehr großer Truppenübungsplatz in der Nähe, Truppenübungsplatz Baumholder. Und ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es da möglicherweise Höhenbeschränkungen gibt, weil hier echt immer die Kampfjets drüber donnern im Sommer. Das wäre ein bisschen blöd, wenn man hier größere Anlagen hinstellen wollte. Aber hier hinten zum Beispiel stehen auch größere Anlagen. Das ist Windpark Voren-Linden. Da stehen Senvion 3.2M 114. Die sind ja auch höher. Aber vielleicht liegen die dann halt gerade nicht mehr drin. Kann ich jetzt schlecht sagen. Also wenn man hier mal repowern wollte, könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht Restriktionen gibt. So, jetzt stehe ich hier nochmal unterhalb der E66 an dem Schaukasten hier. Finde ich immer cool bei den älteren Anlagen. Die neueren haben das gar nicht mehr so, dass man hier quasi so ein Display hat mit Windgeschwindigkeit, aktuelle Leistung und was sie bisher so an Leistung erbracht hat. So ein bisschen den Aufbau der Anlage. Ja, hier links das Display ist leider schon kaputt. Ja, aber hier oben sieht man es jetzt. So zwischen 4 und 5 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit. 80 kW Leistung macht sie gerade. Und bisher hat sie 48 Millionen Kilowattstunden geleistet in den 23 Jahren. Schon krass. Ja, und hier steht es nochmal, 12. Oktober 2000, Punkt 10 Uhr wird die E66 an das öffentliche Netz angeschlossen. Und ja, so im Herbst 2000 wurde sie dann errichtet. Ja, Betreiber sind übrigens die Windkraftwerke Obere Nahe. Die betreiben hier einige Anlagen in der Region, größtenteils kleinere, also hauptsächlich E40. Die E66 ist hier die größte, die sie betreiben. Und ja, haben jetzt auch seit 2003 gar keine neueren Anlagen mehr errichtet. Ja, die gute alte E66. Weiß gar nicht, wie oft ich unter der jetzt schon stand. Sehr, sehr oft. Und läuft immer noch zuverlässig. An den Blättern sieht man schon recht deutlich, dass da einiges schon ausgeflickt wurde, aber dafür ist sie ja schon 23 Jahre alt. Hoffe echt, dass die noch eine Weile hier stehen bleibt. Werden ja echt schon viele E66 abgerissen gerade, also auch jüngere 1870, 1866, 2070. Aber ist halt schon cool, auch mit den kleinen roten Streifen sieht man nicht so häufig. Aber wie gesagt, kann es nicht sagen, wie das hier ist mit Höhenbeschränkung wegen Militär. Können wir schon vorstellen, dass das hier ein Problem ist, leider. Vielleicht bleibt sie dann so lange stehen, bis sie dann tatsächlich ausgedient hat. Ja, da hinten nochmal die E58, die kleine Schwester. Auch eine kleine Rarität, wird glaube ich auch gar nicht so oft gebaut. Und da dann nochmal die E40. Ist auch gerade echt nochmal richtig schönes Wetter. Werde ich gleich mal die Drohne auspacken und das Ganze mal noch von oben anschauen. Ja, da hinten in der Ferne, das ist mein Heimatort. Baumholder. Vielleicht hat es schon mal jemand gehört. Da ist halt sehr viel, ja, Militär. Da sieht man die Kasernen von den Amerikanern. Und ja, hier ist auch ein sehr großer Truppenübungsplatz, der noch aktiv ist, und deshalb ja, ist es mit Windkraft hier drumherum
relativ schwierig. Also ja, Baumholder selbst hat leider keine Windräder, auch wenn ich mir das wünschen würde. So, jetzt stehe ich hier bei der E58, der kleinen Schwester von der E66, zeitgleich erbaut mit der E40 644 2003. Kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Damals lag der Rotor hier auf der Wiese. Das ist ja das Coole bei den alten Anlagen, dass der Rotor da noch an einem Stück gezogen wurde. Das war schon echt imposant. Da saß ich hier links oben auf dem Berg und habe die ganze Zeit beobachtet. Müsste auch so um die gleiche Jahreszeit gewesen sein. Also so im April waren sogar 2 Kräne damals im Einsatz und haben die Anlagen gleichzeitig errichtet. Ja, schon auch eine kleine Rarität. Wurde, glaube ich, gar nicht so oft gebaut, die E58. Vielleicht insgesamt 1000 Mal oder so. Die hat jetzt 70 Meter Nabenhöhe, 1 Megawatt. Ein bisschen ähnlich wie die E53, 100 kW mehr Leistung. Hat jetzt auch die etwas breiteren roten Streifen, 6 Meter und auch ein bisschen gräulicheren Anstrich. Ja, schön, dass sie hier steht. Gibt es, glaube ich, auch noch mit 91 Meter Nabenhöhe. Habe ich so aber bisher auch noch nicht gesehen. Immer nur die 70 Meter. Ja, da hinten steht eine E40. Die zweite stand direkt vorne dran. Ja, die war leider eines Tages irgendwann verschwunden. Keine Ahnung warum. Habe ich leider auch gar nicht mitbekommen. Naja, werde ich gleich noch was dazu sagen. Ja, und jetzt hier nochmal ein schöner Blick auf E66 und E40. Ja, was richtig krass ist, als ich gerade eben unter der E66 stand, ist hier munter der Schwarzstorch über die Anlage gesegelt. Richtig krass. Also Schwarzstörche sind ja extrem selten und geschützt und waren auch lange Zeit ein echtes K.O.-Kriterium für Windkraft. Mittlerweile gelten sie nicht mehr als schlaggefährdet, kollisionsgefährdet, nur noch als störungsempfindlich. Aber da sieht man mal, dass Artenschutz und Windkraft sehr, sehr gut verträglich sind. Also Schwarzstorch habe ich jetzt schon öfters hier gesehen, Rotmilane auch, gerade eben auch wieder. Alles voll mit Feldlerchen hier, hört man auch im Hintergrund. Also ich kann es immer nur wieder sagen, Windkraft und Artenschutz sind sehr, sehr gut miteinander vereinbar. Ist ja auch quasi mein Job, Anlagen naturverträglich umzusetzen, das alles zu prüfen. Und ja, es gibt sehr, sehr hohe Auflagen, also vom Artenschutz her, also das hat alles schon seine Richtigkeit und wird alles echt intensiv geprüft. Und ja, sieht man ja jetzt, wenn die Arten hier vorkommen, dass die sich gar nicht in den Anlagen stören. Also fühlen sich nicht gestört, sondern ja, gewöhnen sich einfach dran und haben keine negativen Auswirkungen. Ich meine, klar, das ist ein sehr, sehr seltenes Ereignis, dass das vorkommt, dass mal ein Vogel mit einer Anlage kollidiert. Aber da gibt es ganz andere Ursachen, woran Vögel sterben. Pestizide in der Landwirtschaft, Autobahnen ganz extrem, Glasscheiben, Züge, Vergiftung auch ganz vorne dabei. Und Windkraft spielt da echt eine untergeordnete Rolle. Also kann ich echt immer nur wieder sagen. Und ja, ich meine, ich bin auch so ein bisschen Naturliebhaber. Deshalb freut es mich natürlich, dass hier auch so seltene Arten noch unterwegs sind und aber auch gut mit Windkraft zurechtkommen. Da fühle ich mich natürlich immer bestätigt. So, jetzt stehe ich hier in der Nähe von dem Oldie, der Enercon E40 540 von 1996. Die erste Anlage hier im Park.
Ja, 65 Meter Nabenhöhe, 500 kW und die hat noch diesen ganz alten Turm. Das sind einzelne Betonröhren quasi, die außen verschraubt sind. Also nicht wie bei der neueren E40 ein Stahlturm, sondern einzelne Betonsegmente, die aufeinander gesetzt sind und dann verschraubt werden außen. Und die hat auch noch die Leiter, wo man außen hochgehen muss. Also noch kein Fahrstuhl, sondern eine Leiter bis ganz nach oben, bis man dann oben auf diesem Podest ankommt. Und da geht es dann in die Gondel rein. Ja, freue mich jedes Mal, wenn es noch so alte Anlagen hier gibt. Die Windkraftwerke Obere Nahe betreiben einige E40 hier im Kreis Birkenfeld. Ist auch, glaube ich, sogar noch eine auf 50 Meter Nabenhöhe dabei. Aber das hier war so die erste im Windpark Mettweiler zusammen mit der zweiten, die jetzt leider schon verschwunden ist. Ja, und die Anlage wurde leider extrem viel gestritten. Gab einige Gerichtsverfahren zu ihr, vom Bundesverwaltungsgericht sogar, weil Anwohner des anliegenden Hofs geklagt hatten wegen Schall- und Schattenbelästigung. Gab einige Prozesse um die Anlage. Teilweise musste sie nachts auch stehen. Dann war sie teilweise auch sogar tagsüber stillgelegt. Und ja, irgendwann lief sie dann wieder. Also gehe ich davon aus, dass der Prozess dann irgendwann beigelegt wurde. Komischerweise war dann allerdings irgendwann die zweite E40 wie vom Erdboden verschluckt. Die stand dann hier zwischen E40 und E58. Irgendwann war sie weg eines Tages und ich habe es nicht mitbekommen und kenne jetzt auch nicht die Hintergründe. Vielleicht war das dann ein Kompromiss. Keine Ahnung, wenn es irgendwer weiß, kann das gerne mal sagen. Also die nächste Wohnbebauung ist schon relativ nahe dann. Das ist dann der Hof hier unten, der dann geklagt hatte. Da sieht man jetzt auch nochmal die 4 Senvion 3.2 M114 in Vorenlinden. Ja, es war immer mal die Rede von einem Repowering, also dass die 2 E40 ersetzt werden sollen durch eine größere Anlage, die dann quasi hier in der Nähe von der zweiten Anlage stehen soll, aber ja, habe da jetzt nichts mehr gehört. Was ich extrem feiern würde, wäre natürlich eine E138 hier, dass man mal das alte und das neue Design quasi im Vergleich hätte. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie es hier aussieht mit Höhenbeschränkung wegen Militär und so weiter. Ich habe jetzt gerade den Turmfalke gehört, also der ist hier auch unterwegs. Naja, ich werde mich jetzt mal noch unter die Kleine stellen, mal gucken, was die bisher so geleistet hat. Ja, hier nochmal der Schaukasten von der E40. 4 Meter pro Sekunde Wind hat es gerade, 4,4, 4,5, 5,1, 5,3, frischt der Wind ein bisschen auf und die hat bisher 21 Millionen Kilowattstunden geleistet. Stück weniger als die 66, hat allerdings auch nur ein Drittel der Leistung. Steht dafür aber 4 Jahre länger. Ja, und wurde 1996 in Betrieb genommen. Hier auch immer noch so ein paar Infos über Klimawandel, finde ich immer ganz cool, dass der Betreiber da immer so zu aktuellen Themen so Aushänge hat. Da ist das kleine Ding. Bin ich echt happy, dass die hier noch steht und hoffe, dass sie auch echt noch ein bisschen hier stehen bleibt, dass man sich an ihr freuen kann. Überall nur neue Anlagen fände ich echt ein bisschen langweilig.
Aber halt eine E38 mit neuem Retro-Design nebendran, das fände ich schon richtig cool. Naja, mal abwarten, was die nächsten Jahre noch so passiert hier. Hier nochmal ein schöner Blick auf die anderen Anlagen vom Windpark. E40, E66 und E58. Ja, und bei guter Sicht, wie heute, hat man sogar irgendwie einen Blick so Richtung Pfälzer Bergland. Also da so Richtung Alzey, wo ich immer gerne unterwegs bin. Das hier scheinen Nordex-Anlagen zu sein. Und dann hier hinten so diese Richtung hier, das ist dann das Pfälzer Bergland. Da stehen Vestas-Anlagen, so wie es aussieht. Interessant. Hier nochmal ein Blick nach Baumholder. Da sind die zwei Kirchtürme. Und hinten dran, das ist alles Truppenübungsplatz. Mal die ganzen Militärkasernen. Und hier drüben nochmal die Senvion. Aber auch ganz schön zackig heute. Ja, Wind hat nochmal gut aufgefrischt und die Kleine gibt nochmal ganz schön Gas hier. Ja, der Windpark Mettweiler liegt hier sehr, sehr exponiert. Von hier aus hat man echt eine super Rundumsicht auf die ganzen Anlagen hier in der Region. Hier steht echt einiges, ist auch echt einiges dazugekommen in den letzten Jahren. War mir gar nicht so bewusst, erst seitdem ich so angefangen habe, die Videos zu machen. Ja, und hier bei der E40 am höchsten Punkt des Parks hat man jetzt einen tollen 360-Grad-View und das wollte ich euch mal zeigen. Da hinten eine V126, Windpark Reichweiler. Dann hier Nordex N90, Windpark Eckersweiler auf Gittermast. Hier endet alles auf Weiler. Die Anlagen stehen noch in Rheinland-Pfalz. Und dann hier schließt sich hier direkt der Windpark Freisener Höhe an. Das ist dann direkt die Grenze zum Saarland. Da stehen Enercon E82, 3 Stück. Vestas V90 und hinten dran ist dann der Windpark Freisen-Mühlenberg, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Da stehen dann V136, 166 Meter Nabenhöhe und V112. Ja, hier dann zwei Nordex S77, Windpark Berschweiler, ich damals auch beim Aufbau verfolgt. Das waren damals so echt die größten, als in Freisen da dann noch die Nordtank NTK 500 standen und D-Wind D4, Vestas V39, waren das echt so die größten. Ja, dann kam das Repowering in Freisen, da haben sie dann die E101 hier gebaut. Noch eine N100 in Berschweiler, auch nochmal eine V112 hier in Freisen. Und dann hier die N90 Windpark Voren-Linden, auch auf Gittermast. Stehen jetzt leider. Ja, und hinten dran schließt sich dann der Windpark Freisen-Eidsweiler an. Da steht auch eine neue V136. Die wollte ich jetzt im Anschluss noch besuchen. Und die D-Wind D6 Windpark Hahnweiler. Und auf der linken war ich auch schon mal drauf.
Laufen jetzt leider nicht, hoffentlich wenn ich dann da bin. Dann kommt Windpark Wolfersweiler, Gimpweiler, habe ich auch schon mal besucht. Gibt es auch ein Video mit E82, E40, E58. Hinten dran noch irgendwelche Vestas im Saarland. Und hier sieht man dann sogar die Vensis 112 Windpark Priesberg. Auch schon mal besucht. Hinten dran müsste Windpark Weißelberg sein mit E115. Und hier die V90 gehören zu Gimpweiler wieder. Hinten dran auch nochmal ein Windpark mit V126, E115. Und da steht die Anlage, die jetzt steht, das ist der Prototyp der Vensis 62. Wollte ich eigentlich besuchen, aber leider mal wieder keine Zeit gehabt. Zu wenig Zeit. Familiäre Verpflichtungen an Ostern und so. Ja, da ist dann Windpark Leitzweiler. Eine S77, kleine G15er, E82. Und hinten dran ist dann Windpark Leisel. Da stehen E101 und E290. Und was man jetzt hier auch schön sieht, das ist der neue Windpark Gusenburg. Da haben sie auch neue V136 errichtet. 4 Stück. Wollte ich auch besuchen, aber zu wenig Zeit. Beim nächsten Mal dann. Da ist dann nochmal ein anderer Windpark. Sien mit V126. Windpark Meckenbach mit E101. Und da ist eine der ältesten Anlagen im Kreis, auch von Windkraftwerk Obere Nahe, eine E40 in Dambach. Steht seit 1995. Und direkt nebendran dann Windpark Birkenfeld mit 3 E290, die auch lange Zeit standen. Da war eine Klage anhängig vom Naturschutz. Laufen jetzt zum Glück wieder. Und da ist Windpark Hopstetten-Weiersbach, auch Windkraftwerke Obere Nahe mit 3 E40. Hier nochmal die Senvion dann. Und im Hintergrund ist Windpark Dienstweiler mit V90 und N117. Und da jetzt nochmal ein schöner Blick auf die Senvion. Also hier ist echt schon einiges los in der Region und ja, kommen auch immer wieder neue Anlagen dazu. Ab und zu mal ein Repowering, aber es ist schon im Vergleich zu anderen Regionen echt schon einiges los hier. War mir gar nicht so bewusst. Also da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu entdecken. Habe leider immer nur sehr begrenzt Zeit, wenn ich hier bin. Weil es dann heißt, oh, du bist die ganze Zeit nur unterwegs und willst Windräder fotografieren. Naja, aber Stück für Stück zeige ich euch immer wieder mal einen neuen Park. Jetzt kennt ihr mal ja den Windpark Mettweiler. Und beim nächsten Mal kommt dann nochmal ein neuer Windpark. Ja, zum Abschluss hier nochmal ein sehr schöner Blick auf den Windpark Mettweiler. Ja, jetzt kennt ihr auch mal meinen Heimatwindpark. Hab den Windpark echt schon unzählige Male besucht. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich hier bin, besuche ich den Windpark. Ja, aber es ist halt schon auch so ein Stück Heimat. Komme immer wieder gerne hierher. Ja, mal gespannt, wie es hier die nächsten Jahre irgendwann mal weitergeht. Ob hier mal ein Repowering stattfindet oder ob vielleicht mal noch eine neue Anlage gebaut wird. Hier zwischen der E40 und der E58 wäre ja noch Platz für eine größere Anlage. Also eine E138 würde ich hier schon extrem feiern. Was Größeres, E160 könnte vielleicht ein bisschen knapp werden, aber mal sehen. Hier nochmal die Senvion hinterm Wald.
Ja, im Anschluss habe ich noch ein paar Drohnenaufnahmen für euch. Sind auch ganz schön geworden. Ja, dann nochmal an dieser Stelle schöne Ostern, schöne Feiertage und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.